Hallo Leute, in dem heutigen Video möchte ich gerne mit euch gemeinsam die GP8 ein bisschen analysieren. Ich habe beim letzten Training, als ich GP8 trainiert habe, ich mehrere Kameras aufgestellt und die mal aus verschiedenen Winkeln aufgenommen, um für mich zu gucken, wo muss ich mich noch verbessern. Ich selber bin ein eher mittelmäßiger Fahrer. Ich bin schon unter 30 gefahren. Im Moment dümpel ich so bei 30,4, 30,5 rum. Das Video ist also nicht für Könner oder für Profis, sondern eher für Einsteiger im MotoGymkhana oder für Leute, die auch schon eine Weile MotoGymkhana üben und einfach sich noch ein paar Tipps abholen wollen, worauf können sie noch achten. Und vor allen Dingen ist das Video auch für diejenigen unter euch, die in den Zeiten von Corona wenig Motorrad fahren, eher gemütliche Touren machen und dann auf dem Parkplatz einfach ihre Grundtechniken ein bisschen verbessern wollen. Denn Achtenfahren oder die GP8 ist eine ganz, ganz hervorragende Übung, um die Fahrfähigkeiten, um Grundtechniken zu üben und zu lernen, die man dann auf der Straße sehr gut umsetzen kann. Viel Spaß dabei. Tschüss. Okay, zunächst einmal die GP8 für diejenigen, die das nicht wissen. Das ist eine Standardübung im MotoGymkhana, bei der man auf Zeit 5 Achten um 2 Pylonen herumfährt, die einen Abstand von 12 Metern haben. Ich schaue mir jetzt zunächst einmal verschiedene Aspekte an, und zwar die Linienwahl, dann Trailbraking und Gashand und die Blickführung. Am Ende des Videos gebe ich nochmal Tipps und zeige euch Übungen für Einsteiger, die man am Anfang sehr, sehr gut machen kann, um ein bisschen reinzukommen. Okay, zur Linienführung. Es gibt verschiedene Strategien und Linien. Die Linie, die ich fahre, habe ich in erster Linie von Jan Sappach gelernt. Im Prinzip läuft das wie beim Hinterschneiden einer Kurve auf der Landstraße. Weit anfahren und eng rauskommen. Dadurch verschiebt sich für mich der Bremspunkt nach hinten, also ich kann später bremsen, sodass ich erst mit Einleiten der Schräglage überhaupt an die Bremse gehe. Hier ergibt sich auch schon direkt, wenn ich mir so selber zuschaue, Verbesserungspotenzial. Ich muss offensichtlich später und einen Ticken härter an die Bremse gehen. Und natürlich, logisch, mehr Schräglage sieht man, denn mehr Schräglage heißt natürlich auch mehr Speed. Wie man sieht, werde ich beim Rauskommen aus dem Turn auch sehr schnell wieder weit. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, noch mehr runter zu bremsen, also noch langsamer zu werden im Turn, um enger hinten rauszukommen. Das ermöglicht dann auch früher ans Gas zu gehen. Bremsen und Beschleunigen in Schräglage sind Basic MotoGymkhana Skills. Ja, und das muss ich offensichtlich noch verbessern. Zum Trailbraking. Beim Einleiten der Schräglage liegt die Hauptbremskraft am Vorderrad. Beherzt, aber gefühlvoll reinbremsen, dosiert lösen und dann zeitgleich mit der Fußbremse den Bremsdruck übernehmen. Entweder kontinuierlich oder durch so leichtes Pumpen. Bei engen Turns in Schräglage wird der Radius kleiner, umso langsamer man fährt. Das heißt, die Linie wird sehr stark auch über die Bremse kontrolliert. So, zur Blickführung. Blickführung ist eigentlich selbstredend. Du fährst immer dahin, wo du schaust. Guckst du Scheiße, fährst du Scheiße. Beim MotoGymkhana geht es darum, möglichst früh an die nächste Pylone zu schauen, die man anpeilt. Ich schaue also erst auf die Pylone, die ich umfahre, und so früh es geht, drehe ich den Kopf und schaue zur nächsten. Das hilft vor allen Dingen auch, früh ans Gas zu gehen und die richtige Linie zu finden. So, jetzt zeige ich euch noch 3 Übungen, die helfen, am Anfang in die GP8 reinzukommen oder grundsätzlich ins MotoGymkhana reinzukommen. Übung Nummer 1, entspannter achten. Wichtig, Finger weg von der Kupplung, immer leicht am Gas bleiben, also Stützgas haben, außer man kann das Standgas so weit hochdrehen, dass das Motorrad von sich aus die ganze Zeit einen Vorwärtsschub hat, und dann in den Turns mit der Fußbremse stabilisieren. Ziel ist es, sich ein bisschen an die Schräglage in engen Turns zu gewöhnen, wenn man das braucht, und vor allen Dingen ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich das Bike verhält und stabilisiert durch Einsatz der Fußbremse. Hier braucht ihr jetzt mal noch nicht so sehr auf die Linie zu achten, fahrt die Achten gleichmäßig und rund. Es geht nicht um schnell, sondern es geht um geschmeidig und kontrolliert.
Okay, als nächstes gewöhnen wir uns ein bisschen an den Full-Lock, dass wenn der passiert, dass wir uns ja nicht so erschrecken. Wir fahren in Schrittgeschwindigkeit, enge Kreise, je nach Standgaseinstellung mit minimalem Stützgas oder ohne. Die Hände liegen passiv auf dem Lenker und versucht nicht aktiv einzugreifen, sondern eher zu ertasten und zu erspüren, was das Bike will. Wenn ihr jetzt das Bike ein bisschen kippt, dann hat das Bike die Tendenz, automatisch in den Full-Lock zu gehen und die Kreise kleiner zu machen. Versucht am Anfang, den Full-Lock nur anzutippen und mit der Zeit einfach ein bisschen länger auch zu halten, bis dass ihr euch ein bisschen an dieses Gefühl gewöhnt habt. Die dritte Übung ist im Prinzip genauso wie die erste Übung, nur dass ihr jetzt in den Turns bewusst mit der Fußbremse so weit runterbremst, dass der Turn kleiner wird und ihr eventuell am Ende von dem Turn sogar in den Full-Lock reinkommt. Am Anfang werdet ihr vielleicht den Impuls verspüren, mit Gegengewicht auszubalancieren. Das ist grundsätzlich nicht falsch, hilft aber beim Moto Gymkhana überhaupt nicht weiter. Versucht also so bald als möglich den Körper auch bei kleinen Turns mit dem Motorrad in die Kurve zu legen. So, jetzt viel Spaß beim Üben. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere ein bisschen Inspiration mitnehmen kann. Get your cones on. Bis dahin. Tschüss.